Da die Politiker im Westen ihre Nationen weiterhin im Stich lassen, haben sich die Menschen dem Nationalismus als einer der wenigen Möglichkeiten zugewandt, um sich vor den Problemen der letzten Jahre zu schützen. Diesmal handelt es sich jedoch um eine andere Art von Nationalismus. Einer der Vorreiter der nationalistischen Bewegungen ist das Vereinigte Königreich, wo sich zahlreiche Politiker und Aktivisten stolz als Nationalisten bezeichnen. Und obwohl der Mainstream wie immer die Strategie verfolgt, sie zu neonazistische Faschisten abzustempeln, erhalten diese Gruppen mit der Verschärfung der Krise in Europa immer mehr Unterstützung. Kenny Smith, der Vorsitzende der politischen Partei Homeland, die zu einem wichtigen Bestandteil der politischen Landschaft des Vereinigten Königreichs geworden ist, beschreibt diesen neu entstandenen Nationalismus in unserem Interview, der zur Grundlage der Mitglieder von Homeland geworden ist. Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und heute haben wir einen Gast, Kenny Smith, und wir haben im Hintergrund einen Übersetzer, weil mein Englisch nicht so wahnsinnig prickelnd ist. Thomas übersetzt jetzt einfach mal meine Begrüßung. So, Thomas, welcome. Says a warm welcome to you to the Wohlstandsneurotiker podcast, and he's really looking forward to speaking with you. Since he is not able to speak English by himself properly, he, is very thankful that I, Thomas, try to translate your conversation. Thank you, Thomas. I'm very pleased to be here and really looking forward to this interview with Tom. Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Tom. Ja, Kenny Smith, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und Sie haben schon im Vorgespräch erwähnt, dass Sie schon als Teenager mit der Politik angefangen haben. Jetzt sind Sie bei der British National Party gelandet und können Sie ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Wie sind Sie dazu gekommen? War das schon lange ein Plan? Wie hat es sich ergeben? So, before the interview, you mentioned that you started in politics as a teenager, and what made you do it? And why did you join the British National Party? Can you tell us more about your career in the National Party and what made you change direction somehow? Yeah, I was born and raised on a wonderful traditional rural community that taught me right from wrong and to value my heritage, history and culture. Tom wurde in eine sehr rurale Gegend geboren, in der einfach noch gelernt wurde oder beigebracht wurde, was richtig und falsch ist und was Werte sind, die wichtig sind für eine Gesellschaft. But when I looked around at the wider world, I saw that these things were denigrated and disparaged, and I intrinsically felt that it was wrong and I wanted to do something to change that. Und als er dann den Blick nach außen geöffnet hat, hat er bemerkt, dass diese ganz ursprünglichen Werte immer mehr zerfallen und sich aufgelöst haben, und deswegen hat er begonnen, sich zu engagieren. When I looked to the establishment political parties, I discovered that they were largely to blame, and parties like the Scottish National Party were selling a lie. They were closet communists rather than nationalists. Okay, also als er dann sozusagen die etablierten Parteien angesehen hat, hat er eben auch gemerkt, dass die National Party im Gegenzug tatsächlich eher kommunistisch ist als eine nationale Partei. Das ist ihm dann eben aufgefallen. Okay. And I found only two parties that I aligned my views with. They were the National Front and the British National Party. And I wrote away in the old-fashioned way. And the BNP responded first, and I joined them straight away. Okay, also er hat eben nur zwei Parteien gefunden, die sozusagen sich in seiner Ideologie wiederfanden oder sich ungefähr an seine Ideologie angepasst haben. Das war einmal die British National Party and the British National Front.
wasn't it? Ja, also Yes. die britische Nationalparty oder die British National Front. Und er wurde eben angesprochen vom BNP und ist dann eben dementsprechend bei der National Party eingestiegen. Ja. I spent 16 years in the BNP, starting as an activist. I became a branch organizer, a regional secretary, a regional organizer, and eventually I was head of administration. Also er hat 16 Jahre in der British National Party in verschiedenen Positionen gearbeitet, als Administrator, als Organisator und eben zum Schluss hin. Could you tell me the last position? Head of administration. Also als Leiter der Administration der Partei war er tätig zum Schluss. Ja. Ja. I also stood at every type of election and was a community councillor for 12 years. And I was part of the team that helped modernize the BNP and push for community politics. Okay, also er hat als Regionalpolitiker gearbeitet, hat sich dann weiterentwickelt und auch die Modernisierung der Partei mit vorangetrieben. Ja. Mhm. The party, however, was led by Nick Griffin, a man who's universally despised now by the nationalist community, and he purged me and others who spoke out against corruption and sleaze that he and others were involved with. Mm-hmm. He then took me and those folk to court, and he lost on every single count and declared himself bankrupt to avoid paying our costs that the court had told him to pay. And he eventually drove the BNP into the ground, which is all very sad. What's his name again? Just for me? Nick Griffin. Nick Griffin. Also der damalige Vorstand der Partei, Nick Griffin, hat dann aber tatsächlich sozusagen alle Personen, die sozusagen für eine Modernisierung dieser Partei standen, entfernt, sogar oder versucht zu entfernen. Es ging um das Thema Korruption der Partei, also innerparteiliche Querelen. Diese Gerichtsverhandlung ist dann gescheitert, aber er hat eben versucht, eben auch Kenny aus der Partei zu entfernen. Also alle Leute, die versucht haben, diese Partei zu modernisieren und auch Korruption etc. zu bekämpfen innerhalb der Partei. Ja. Sie sind auch bei Homeland aktiv. Was ist Homeland? Erzählen Sie uns was darüber. So you're active now in Homeland. Could you tell us a little bit more about this new movement or this party? Yes, the Homeland Party is a new nationalist party who puts traditional family at the core of our politics. We believe a community and then a homeland is an extension of that. Okay, also Homeland ist eine neue Partei, die eben gerade versucht, das Thema der familiären Werte wieder nach vorne zu bringen, in den politischen Diskurs zu bringen. Und das ist das Ziel sozusagen als Erweiterung sozusagen dieser ehemaligen Partei. Our focus is very different from other nationalist parties because we focus on community politics and making a positive impact in local communities. Und der Fokus dieser Partei ist eher auf die kommunale Politik gerichtet, um dort sozusagen mehr Einfluss zu gewinnen. Und das unterscheidet sie auch von anderen nationalistischen Parteien. Ja, jetzt haben wir schon einige Male den Begriff des Nationalismus gehört. Der ist ganz besonders in Deutschland immer sehr aufgeladen. Jetzt werden sie auch vom Mainstream massiv angegriffen und als rechtsextremistische Nazi-Partei dargestellt. Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise auf was für einer Grundlage erfolgen diese Vorwürfe? So Tom's question is, why is the mainstream so determined to portray you and your supporters or your party as far-right Nazis? Yeah. Do they have any reason for unleashing such a smear campaign against this patriot or nationalist movement, or is it maybe a attempt to stop you from gaining more support, more impact regarding these issues you mentioned before? I don't think the majority of the mainstream call us these slurs anymore.
if you go onto our website, homelandparty.org, we explain exactly what nationalism is, and we reject these stupid labels. But I think Tom is correct that the mainstream politicians and media often portray us with these disgusting labels to try and put other people off. But they also, accuse mainstream politicians of being Nazis and fascist if they deviate from the liberal progressive path. Kenny sagt, wenn man auf die Seite der Partei Homeland geht, ja, dann kann man sehr genau nachlesen, was mit national oder nationalistisch gemeint ist. Und das hat überhaupt nichts mit dem Label zu tun, das gerne jetzt eben auch von Mainstream-Politikern auf diese Partei angewandt wird. Und also er distanziert sich auch von diesem Label des Nazitums, und es ist einfach das sind Kampfbegriffe, die verwendet werden und eigentlich nicht passend sind. Ja, und man kann sich informieren, ja. For me, the patriotic movement has been blighted by cranks and Hollywood fetishists who play up to the stereotype. And in the past, I think the nationalist movement has encouraged antisocial elements. Homeland Party is very different. We reject these people, and we're very different. We want to have good quality, upstanding members of the community doing positive impact in their community. So we don't want anything to do with that kind of stupidity. In der Vergangenheit, in dieser patriotischen Bewegung gab es durchaus sozusagen orchestrierte Personen, die wirklich antisozial agiert haben. Aber Homeland an sich möchte einen anderen Weg gehen und einfach mit diesen Werten, mit diesen traditionellen Werten agieren und einen positiven Einfluss nehmen. Also sich auch ganz bewusst von diesen Personen, die wirklich in dieses gefrämte Raster passen, distanzieren. Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, also der Vorwurf, rechtsextrem, rechtspopulistisch, wie auch immer zu sein, den gibt es in Deutschland auch sehr häufig. Hier ist es tatsächlich meistens so, dass er letztlich nicht wirklich konkret inhaltlich begründet wird, sondern es heißt dann mehr oder weniger pauschal, ja, die sind rechts. Gibt es gegenüber Homeland konkrete Argumente, die Sie in diese rechte Ecke einordnen, oder ist es tatsächlich das, was Sie beschrieben haben, ja, dass Sie wieder mehr auf Tradition achten möchten? So Tom mentions that in Germany are these labels often used to smear politicians or activists who try to make a change in the discussion, in the political discussion. So, and his question is, are there any valid arguments that your party, Homeland, is portrayed as far right, or is there no substance behind this, this label at all? Or are there any hooks or something like that? No. Anybody who stands up for their own people in across Europe is classed as a far right extremist. No matter how they behave. And I make no apologies for the fact that we have people in our organization who are unashamed to stand up for their people. And everybody's journey is different. They come from different parties, different organizations. The BNP was described as being far right as well. But for us in Homeland, we encourage people to be positive influences in their community. We don't tolerate any extremism. We don't tolerate any antisocial behavior. So yes, I think it's wrong for them to attempt to label us and demean us like that. But these things are coming from mostly a small band of extreme left-wing criminal types who take pleasure in trying to get nationalists attacked and sacked from their jobs. Also er betont nochmals, dass eigentlich alle in ganz Europa, alle Menschen, die sich sozusagen für das Interesse der Menschen vor Ort einsetzen, sofort als rechts geframed werden. In ihrer Partei Homeland ist es so, dass jeglicher Extremismus oder antisoziales Verhalten nicht toleriert wird.
Und das tatsächlich diese Schmierkampagne oder dieses Labeling wirklich von einer kleinen Gruppe, einer kleinen, sehr linken Gruppe eben, diese Anwürfe wirklich von einer sehr kleinen Gruppe kommen. Und also er sagt, also was jetzt die Partei angeht, ist wirklich einfach nicht gerechtfertigt ist, diese Labels anzuwenden. Okay, unabhängig von den Vorwürfen in Ihre Richtung ist es ja auf der anderen Seite so, dass Sie auch immer mehr Zustimmung in der Bevölkerung bekommen. Liegt das, ja, woran liegt es? Liegt es an der Ausreisekrise? Liegt es an der Migration? Wie würden Sie das einschätzen? So, Kenny, how do you explain the rise or the acceptance of this patriotic movement in the UK? Is it linked to to the Brexit or the events around Brexit, and of course one big point is the uncontrolled migration into the UK. What do you think? I think that the British people increasingly feel betrayed by establishment politicians and the state. And I'll be honest with you, I don't think the nationalist movement as a whole here is capable of taking advantage of the situation at this time. And that's why we launched the Homeland Party. The interests of ordinary people in the UK are not being looked after. And our sensible nationalist party politics is only just starting down that road of giving our people hope again. Okay, also er glaubt einfach, dass sehr, sehr viele Menschen sich wirklich sehr betrogen und vernachlässigt fühlen von den etablierten Politikern und den Parteien generell. Und er sagt auch, dass sozusagen dieser Beginn dieser nationalen Bewegung sehr, sehr filigran und fein ist und tatsächlich mit Homeland einfach jetzt Optionen angeboten werden, die sich wieder an die Interessen der Bürger wenden. Ja, aber es ist sehr viel zu tun und so groß ist sozusagen der Einfluss noch nicht dieser Parteien. Er müsste, wie ich es verstehe, einfach noch mehr werden, tatsächlich, dass eine wirkliche Änderung stattfindet. The cost of living crisis is having a major impact on the lives of ordinary people. The rich are getting richer and the poor get ignored in favor of the new economic migrants. Mass immigration, both legal and illegal, is destroying community cohesion and impacting on housing, employment, education, healthcare. And there are councils in the UK going bankrupt because they can't cope with the invasion, and still the establishment does nothing to stop the flow. Also generell, dass die Erhöhung der Lebenskosten durch die legale wie illegale, also durch die Politik, aber auch die legale und illegale Migration, das Thema Wohnen, Mietkosten, Bildung, Schule, diese steigenden Kosten verunmöglichen einfach dieser Gesellschaft zu leben, zu agieren, und tatsächlich zerfällt auch die Gesellschaft durch diese Entwicklungen, und ja, nichts wird wirklich getan dafür, für eine Besserung. And the economic migrant invasion is the biggest concern of British people. The tide of small boats crossing the channel is completely out of control, and the government point blank refuses to act decisively in interest of people. Poll after poll tells us that the British people are opposed to mass immigration, and no government, whether Labour or Conservative, has ever acted to stop it. In fact, they've done the opposite. Also gerade diese Wirtschaftsmigration ist ein großes Problem, und er sagt, dass bei Umfrage nach Umfrage ganz klar herauskommt, dass die britische Bevölkerung diese Migration oder diese Politik nicht mehr toleriert oder nicht mehr möchte, aber letztendlich einfach nichts passiert, nichts an dem Kurs geändert wird. Kommen wir auf die Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland zu sprechen. Let's talk about the similarities and differences between UK and mainland Europe. Hier bei uns ist tatsächlich die Migration gerade jetzt im Moment ein riesengroßes Problem. At the moment, migration in mainland Europe is a really big problem.
And jetzt bin ich auch schon im Englischen. Man muss es unterteilen in die Migration aus Ländern wie Afghanistan, Syrien auf der einen Seite und der Ukraine auf der anderen Seite. Die ukrainischen Flüchtlinge haben hier einen besonderen Status. Yeah, you have to differentiate between migration from countries from the Middle East, like Syria, etc., and migrants from the Ukraine, for example. Yeah. Wie wird die Migrationsproblematik in Großbritannien wahrgenommen in der Bevölkerung? How is this issue recognized in the UK, especially regarding Ukrainian refugees and migrants from other countries? We've never really had a big problem with Ukrainian refugees. Well, maybe the fact that a lot of them didn't actually seem to be actual Ukrainians at all. They came from other places before that. But our problem in the UK with our economic invaders is that they've crossed the European continent to come here, and they've come from Africa, from the Middle East, from the Asian subcontinent, with very different cultures and norms, and that's the big difference. I think the problem exists elsewhere in Europe, but we have a massive crisis crossing the English Channel from France. Okay, also das Problem sozusagen mit ukrainischen Migranten bisher war nicht so groß, weil man sie sozusagen kulturell, optisch hat gar nicht groß differenzieren können. Es war eher die Thematik sozusagen der Migranten aus anderen Ländern, also aus dem Nahen Osten, aus Afrika, die sozusagen über Europa und dann über Frankreich nach Großbritannien gekommen sind aufgrund der, sagen wir mal, anderen kulturellen Hintergründe. Okay, die ukrainischen Flüchtlinge sind sozusagen unauffällig und werden nicht großartig bemerkt. Verstehe ich das richtig? So at the moment, are Ukrainian refugees or migrants, do they not cause any trouble or issues at the moment in your perspective? Not in the UK. Their numbers were so small. The big problem that we have is the number of people crossing the English Channel in small boats who tear up their passport and basically are invading the country and claiming asylum and being put before our own people, and those are the ones that are causing most of the unrest and issues. Okay, also er sagt, dass die Zahlen ukrainischer Flüchtlinge nicht so groß sind und er sieht das Problem eher in den Migranten, die sozusagen in kleinen Schiffen über den Ärmelkanal kommen, ihre Pässe wegwerfen und eigentlich sozusagen aus seiner Sicht der Bevölkerung vor Ort vorgezogen werden. Und dort sieht er die größeren Probleme. Ganz problemlos läuft es aber ja mit den ukrainischen Flüchtlingen auch nicht. Ich habe hier vorliegen die Information, dass Ian Miller, Geschäftsführer eines Luxushotels in den Highlands, entlassen wurde, nachdem sich ukrainische Flüchtlinge über die verheerenden, unmöglichen Zustände in seinem Hotel beschwert haben. Ist es so schrecklich gewesen, dieses Hotel, dass die Beschwerde zurechtkam, oder wie schätzen Sie diesen Fall ein, diesen speziellen? Okay, regarding the Ukrainian refugees, Tom has one question. He mentioned Ian Miller, the manager of a luxury hotel in the Highlands, who was fired after Ukrainian refugees complained about the appalling conditions in the hotel. And do you think this is becoming a systematic problem, or is it just an isolated case of misbehavior? So what do you think? Yes, I believe this was an incident that happened last year in Avivor, where these economic migrants complained about broken lifts, Wi-Fi issues, and cheap food. But this was a luxury hotel that was closed to house them, and the manager was found to be useless. There's no two ways about it. But
it's one incident where those with a pro-migrant agenda use to suggest that there's wider issues, when in reality, economic migrants get treated better than our own homeless and destitute. It's shameful that our establishment treat them better than our own people. That there are Britons homeless on the streets, old folk freezing and going hungry in their homes. Where's the establishment care for them? Also er hat gesagt, das ist ein Ereignis aus dem letzten Jahr und tatsächlich haben sich dort die Geflüchteten über irgendwie fehlendes Internet oder nicht funktionierende Lifte in dem Hotel beschwert. Und er sagt, dass das größere Problem ist tatsächlich, dass mittlerweile in England oder Briten Leute auf der Straße leben müssen, dass sie frieren müssen, dass sie Hunger haben und dass das Establishment sozusagen sich nicht um diese Menschen kümmert und es ein Problem ist, dass eben derlei Probleme von Wirtschaftsmigranten, wie er sie nennt, eigentlich viel höher priorisiert werden als sozusagen die Bevölkerung vor Ort, die eigene Bevölkerung. Ja, das Problem ist in Deutschland ähnlich gelagert. Wir haben hier ein ziemliches Wohnungsproblem. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Migranten nicht nur aus der Ukraine untergebracht werden müssen und dann teilweise eben auch in Hotels untergebracht werden. Wie weit verbreitet ist das in Großbritannien und wie sehen Sie die Unterbringungsmöglichkeit in Hotels von Migranten? So Tom mentions that we have actually the same problems in Germany as well. There are there's not enough living room for the own population, and refugees coming from Middle East or Ukraine are now placed in hotels. And so where are these migrants or these masses of people are accommodated? Do you think the hotel solution is a good solution, or what is your opinion? No, the housing them in hotels is a massive burden on the British taxpayer. Millions upon millions of pounds is being spent to house these people. Like I said, they're getting free accommodation, free food, free Wi-Fi, they're free gym, their classes and education provided for them. This is stuff that's taken away from our own people. They're telling us that we can't have health centres, we can't get treated at doctors and dentists. We're suffering because these people are being accommodated. And these are people who have not paid into our system. They're tearing up their documentation, so we can't prove where they're from or what their background is, and are they safe to even come into the country? Kenneth meint, also er hat generell das Problem, dass diese Menschen frei untergebracht werden, freies Internet bekommen, freie Gesundheitsversorgung haben, Kurse erhalten und das Geld einfach fehlt für die eigene Bevölkerung. Die eigene Bevölkerung wiederum Probleme hat, überhaupt Arzttermine zu bekommen, ärztlich versorgt zu werden, Gesundheit. Die Gesundheitsversorgung ist wirklich in Frage gestellt. Auf der anderen Seite gibt es, oder stellt sich für mich auch die Frage, gibt es auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen Migranten und Einheimischen, zum Beispiel auch in Wales oder in Schottland, aber auch bei Ihnen? So, there is on the one hand is the problem of, we talked about already. And on the other hand, are there parts in the UK, such as Wales or Scotland, for example, who are more affected by the migrant crisis? And are there any violent conflicts, fights, for example, or assaults between locals and migrants? I think of all the areas of the UK, England has been affected the worst. Scotland, has got the wokest, most open border administration in the country, and that's a problem. But it very much depends on the communities where the migrants are being housed. Okay. Yes, there's clashes. Yes, there are problems. That I do not see locals causing that problem, but there have often been problems of sexual attacks, assaults,
thefts and robbery from the migrants on the local communities. Okay, so Kenneth meint, dass sozusagen in England die größten Probleme sind. In Schottland zum Beispiel ist es nicht so extrem, was aber tatsächlich eine Thematik ist, dass sozusagen Gewalt eher nicht von den Locals ausgeht, von den Leuten vor Ort, sondern sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, sonstige Übergriffe einfach tatsächlich von den Migranten ausgehen. Ja? Aber eher die Tendenz sozusagen seitens der Migranten sieht. Wie reagieren die Menschen darauf? How do the people react on this problem? In very different ways, I think. The British people are terrified. The British people are scared of being called racist. They are scared to speak out against the problem, because every time they do, they are called racist. Okay. And I think generally they've adopted a policy where they just try to avoid the immigrants. Generell reagieren die Leute sehr unterschiedlich. Das Problem ist, dass viele Angst haben, sich auszusprechen, weil sie dann sofort rechtsgeframed werden, ja, als Rassisten geframed werden. Und das ist das Hauptproblem. Sprechen wir nochmal über die Homeland Partei. Die hat es als, wenn ich richtig informiert bin, einzige nationale Bewegung im Vereinigten Königreich geschafft, auch Positionen in den Gemeinderäten durchzusetzen und zu erringen. Wo sehen Sie den Grund? Was ist der besondere Charme sozusagen von Homeland, dass sie es auch in die Gemeinderäte schafft mit ihren Positionen? Okay, let's talk again about Homeland. So the Homeland Party is the only representative of the national movement in the UK that has managed to win real positions in local councils, for example. So what is the reason for this? And how is Homeland different from other nationalist organizations in the UK? What's their appeal to have this huge impact? So, in real terms, it's not a huge impact at the moment. Okay. There are a small number of nationalist parties who also have elected representatives, but in 6 months, we now have more councillors than all of those combined. And it's only 7. Okay, also er sagt, dass der Impact oder der noch gar nicht so groß ist. Es gibt auch noch ein paar andere nationalistische Parteien, die in Gemeinderäte gewählt worden sind, aber sie haben am meisten, 7, wie ich es verstanden habe, die sozusagen jetzt in der lokalen Politik tätig sind. Ja? The reason for this is because we are very serious about promoting sensible nationalism and getting involved in local communities, being a positive role model for nationalism and making a positive impact in our communities. Also deren Vorteil ist wirklich, dass sie sozusagen einen sensiblen, einen sehr, sehr bewussten oder eine bewusste nationalistische, ich würde sagen konservative Position vertreten und eben auch sehr in den Gemeinden aktiv sind und dadurch eben mit ihrer Position eine positive Wahrnehmung auch haben in der Gesellschaft, in der lokalen Gesellschaft. We believe that we have to look after the social care of our people. And we fight on these grounds. We campaign for better housing, education, employment, healthcare, standing up for our own people, which I think the establishment party, have ignored. Also sie nehmen halt besonders die sozialen Themen eigentlich der Menschen wieder in den Fokus. Also wie günstiges Wohnen, Gesundheitsversorgung, Bildung, und das sind eben die Themen, die sozusagen von den etablierten Parteien eben im Moment nicht angegriffen werden, und das ist eben deren Fokus, deren Hauptfokus, ja. Spontane Zwischenfrage. Ja. Nach dem Brexit von vor ein paar Jahren müssen wir jetzt ja eigentlich feststellen, dass die Probleme in Großbritannien genau die gleichen sind wie in der EU. Eigentlich hat es nicht viel gebracht, oder? So,
So what do you think about Brexit? Since the Brexit, the issues have been the same, like in the mainland of Europe. So, what was it worth it, the Brexit? I voted for Brexit. Yes. Because I believe sovereign nations must govern themselves, and we can have great relations with other nations of Europe without having to be members of a super state. Have we got the Brexit we voted for? No. The establishment parties did not really want to give us Brexit, and they've tried to prevent it after the vote. Okay, also er sagt, er hat für den Brexit gestimmt, eben auch, weil er der Meinung ist, dass sich Länder wirklich selbst souverän verwalten sollten oder können müssten, und das aber nicht bedeutet, dass man nicht gute Beziehungen zu anderen Ländern haben sollte. Er sagt, ist es der Brexit, für den Sie gestimmt haben? Nein, aber auch, weil sozusagen die regierungsverantwortlichen Parteien eben den Brexit nicht so umgesetzt haben, wie er hätte umgesetzt werden müssen. Okay, war auch nur am Rande. Ja. Können Sie noch was sagen zu internationalen Verbindungen? Arbeiten Sie mit anderen Institutionen, Parteien, Gruppen zusammen in Europa, möglicherweise auch in den Vereinigten Staaten? Auch da gibt es ja eine Bewegung, die nicht zu unterschätzen ist. Gibt es da Schnittmengen und gibt es Zusammenarbeit? So Tom's question is regarding the international links Homeland has or now has. Are there any cooperations with partners from mainland Europe or partners from America? So what are your thoughts on the future regarding special relationships between you and the rest of the world? Okay, yeah, a big question. It's a big question. We have an international relations officer who speaks with patriots from many nations, but there's no formal ties. I do know that Martin has had discussions with representatives from parties in Ireland, France, the Netherlands, Italy, Czech Republic, Hungary, and of course Germany. Also Sie haben einen sozusagen Beauftragten für die internationalen Beziehungen. Es ist aber so, dass jetzt keine formellen Beziehungen mit anderen Parteien bestehen, aber Sie haben eben mit Parteien oder Persönlichkeiten eben aus verschiedensten Ländern, wie eben genannt, es bestehen informelle Verbindungen. Okay. I believe strongly that we can learn a lot from each other. And that there are many good patriots in Europe engaged in sensible nationalist politics. And I hope in the future we can have formal relationships with them. We have no links with American patriots, and I don't see that happening anytime soon, changing anytime soon. Also er sieht, dass gerade in Europa es sehr, sehr viele Patrioten gibt, die sehr gute Ansätze haben, und hofft auch in Zukunft, dass das auch formellere Verbindungen geben wird zwischen diesen Bewegungen und Parteien. In Amerika gibt es jetzt keine Verbindungen, nicht wirklich, aber er hofft, dass in der Zukunft eben mehr entstehen wird. I think British politicians who talk of special relationships with America are idiots. I think ever since America became a world force, it has tried to destroy British power and influence. Okay. American policy has cost us dear. We only paid off the debt to them in the 2000s, and countless British military personnel have been. I'll let you kind of. Ja, also er sagt, dass Politiker, die engere Beziehungen mit Amerika fordern, dumm sind, denn die Weltmacht Amerika zerstört eher, und es ist so, dass bis in die 2000er sogar noch Schulden an Amerika abgeleistet werden mussten, die es eigentlich, wie gesagt, unmöglich machen, irgendwie sinnvolle Beziehungen mit Amerika zu führen. I think American foreign policy has cost the lives of too many British
military personnel. We've been taken into overseas conflicts we shouldn't have been involved in. Okay. Yeah. And these conflicts have helped create the migration problem. Okay, also gerade die amerikanische Außenpolitik hat dazu geführt, dass wahnsinnig viele britische Soldaten, Militärangehörige umgekommen sind in Kriegen. Er sagt auch, dass diese Außenpolitik dazu geführt hat, dass diese Krise überhaupt entstanden ist, diese Migrationskrise. Mhm. Yeah. I also think the American Hollywood culture has had a massively negative effect on Britain, largely due to the fact that we both speak English. But things such as legal lawfare and the drive to privatize our national health service are also American influence, and I don't think it's a healthy relationship. Also gerade auch das Thema dieser Hollywoodesken Bildung sozusagen, also Hollywood, das amerikanische Kulturgut, aber eben auch die Privatisierungen, das sind alles eben schlechte Einflüsse aus den USA, seiner Meinung nach. Ja. Ja. Noch eine Frage zur politischen Zukunft. Was plant Homeland und in welchen Gremien können wir möglicherweise demnächst Homeland-Politiker erwarten? Okay, one last question regarding Homeland and the future of Homeland. What are Homeland's political plans for the future, and on which committees can we expect to see party members in the near future? Yeah, our ultimate goal, is to lead the country, but we're a long way from that, obviously. We're very realistic in what we do. Like I say, we use the word sensible a lot. Our focus is on local government at the lowest level because we are not big enough to contest parliamentary seats at the moment. So in the immediate future, you will see more Homeland councillors elected. Okay, also jetzt in der nahen Zukunft oder grundsätzlich ist es so, dass sie natürlich in Regierungsverantwortung kommen wollen mit Homeland. Aktuell ist es aber so, dass sie eher sich jetzt versuchen, in einem auch längeren Prozess erstmal sozusagen lokal zu etablieren, dass man in der nahen Zukunft mehr Homeland-Politiker in der lokalen Politik sieht, aber mit dem Blick dahin, dass die Partei sich schon in die höheren Kreise etablieren möchte. Okay. Auch ins Parlament. Kenny Smith, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, war sehr interessant und ich wünsche Ihnen und Ihrer Partei und letztlich natürlich uns allen eine möglichst bessere Zukunft als die Gegenwart, die wir derzeit erleben. Vielen Dank nochmal. So, Kenny, thank you very much for the interview. It was really interesting and we learned a lot and Tom is hoping that we all gonna have a better future in every perspective. Thank you very much, Tom. I really enjoyed the interview and I appreciate the opportunity to speak. And I agree. I hope the future is brighter for us all in Europe. Ja, also vielen Dank für das Interview. Es hat viel Freude gemacht und auch Kenneth hofft, dass die Zukunft auch gerade für Europa eine bessere, schönere sein wird. I wanna try an alternative end. Okay. Surprise, surprise. Alternative end. Okay. Okay, Viktor Orban. Oh, no, not Viktor Orban. Kenny Smith. You sound like Viktor Orban sometimes. I wish I had the power of Viktor Orban. Er hätte gerne die Macht von Viktor Orban. Yes, me too. Bye, Kenny Smith. Thank you.